So, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute habe ich mal wieder so ein Reinigungsthema. Ich habe ein bisschen was aufgebaut im Hintergrund schon. Bevor wir aber starten damit, das fragen mich immer wieder Leute, wie schaffst du es, dein Motorrad so sauber zu halten? Und da muss ich zwei Dinge dazu sagen. Zum einen ist es natürlich so, dass man so ein Fahrzeug im Detail sehr sauber bekommt, wenn man es fast schon komplett zerlegt hat. Dann ist das natürlich relativ einfach, wirklich in jede Ecke reinzukommen, was natürlich aber auch wieder mit der Zeit verschmutzt. Und zum anderen ja, ist das natürlich eine regelmäßige Pflege. Klar, so ein Motorrad muss nicht verschmutzen. Ich hatte darüber auch schon ein Video gemacht, das kann ich euch hier oben mal verlinken, wo ich die unterschiedlichsten Dinge vorgestellt habe, die ich zum Reinigen verwende, der unterschiedlichen Bauteile. Die Hauptdinge, die ich verwende, sind einmal natürlich mein Ferri Ultra, wo auch schon viele Leute Rückmeldung gegeben haben, dass sie damit super zufrieden sind, dass das 1A funktioniert, und das ist natürlich auch nach wie vor so. Zum anderen verwende ich natürlich beim Reinigen auch das Ballistol, das gleichzeitig zum Schmieren und Pflegen da ist, aber auch Silikonspray, hier zum Beispiel für Kunststoffteile, für Gummiteile etc. etc. Und auch da ist es nicht immer so, dass man unbedingt das teuerste kaufen muss. Ich meine, Ballistol ist zwar, ich würde jetzt mal sagen, unumstritten Spitzenreiter, was diese Pflegemittel angeht, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Aber es gibt natürlich auch günstige Produkte, und so habe ich zum Beispiel vor kurzem die Erfahrung gemacht und habe so ein ganz günstiges Silikonöl gekauft. Hier 2,49 € die 500 Milliliter Dose. Kraft, ich weiß jetzt gar nicht, von irgendeinem Supermarkt, also so die normalerweise Lebensmittel verkaufen. Keine Ahnung, funktioniert auch bestens, also für Kunststoffteile, zum Schmieren und. So kann man sein Fahrzeug letztendlich äußerlich schön pflegen und sauber halten. Es gibt natürlich noch so Sachen wie Glycerin oder Gummipflege, diese ganzen Dinge, ja, das kann man natürlich auch alles nehmen. Heute kommen wir allerdings zu einem Thema, wenn wir in der Werkstatt sind und müssen was reparieren. Was machen wir da? Wenn wir Teile auseinandernehmen, wenn wir Motorteile, egal, Getriebeteile oder Antriebsteile oder was auch immer, auseinandernehmen, und die wollen wir dann reinigen. Und das wollen wir heute uns mal angucken. Ich habe, wie gesagt, schon ein paar Sachen vorbereitet und habe hier auch ein neues Gerät. An der Stelle sei gesagt, das habe ich von der Firma Vevor im Rahmen einer Promo-Aktion zur Verfügung gestellt bekommen. Und das wollen wir heute gemeinsam auspacken und mal schauen, was das Gerät alles, was bei dem Gerät alles dabei ist und ob das überhaupt funktioniert. Und damit starten wir jetzt. Ja, um was geht es genau? Es geht um Ultraschall-Reinigungsgeräte. Ich habe hier eins, das habe ich schon ziemlich lange im Einsatz und bin damit sehr zufrieden. Das ist kein Markengerät. Ich weiß nicht, 150 €, irgend sowas in dem Dreh, keine Ahnung. Hat ein Fassungsvermögen von, ja, ich sag mal, je nachdem, was wir da reinpacken, 4,5, 5 Liter. Ist als 6 Liter Gerät angegeben und funktioniert. Es ist halt eben relativ klein mit 6 Litern, wenn man etwas größere Bauteile hat. Und was können wir damit eigentlich machen? Ich habe hier ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe hier zum Beispiel so eine kleine Drosselklappe. Ich habe hier einen Zylinderkopf, Ventildeckel hier oben. Dann Vergaser sind hier, Vergaser-Schwimmerkammern, ganz wichtiges Thema. Ich habe hier verschiedene Halteteile von verschiedenen Motoren. Was haben wir noch? Ich habe hier zum Beispiel Spezialwerkzeug, was verschmutzt, verdreckt ist. Ich habe hier ein paar Zündkerzen, die auch verdreckt sind. Kann man mal versuchen. Und ich habe hier ein paar Zündkerzen, die schon ziemlich
verrostet sind. So, ne? Die sind verrostet, stammt auch aus einem Boxermotor. Da haben wir ja oft das Problem, wenn das Fahrzeug draußen steht und dann auf dem Seitenständer haben wir oft auf der rechten Seite verrostete Zündkerzen. Ja, verrostete Zündkerzen. Genau, und das wollen wir einfach heute mal testen. Da gibt es verschiedene Hausmittelchen. Ich habe hier einmal Zitronensäure in Pulverform. Ich habe hier einmal Essig, Tafelessig. Ich habe das Ferri Ultra als Beispiel und ich habe hier einen Spezialreiniger bzw. einen Spezial-Universalreiniger mit einer alkalischen Wirkung. So. Und bevor wir jetzt zum Auspacken von diesem Gerät kommen, weil das wollen wir natürlich auch heute gleich testen, habe ich hier Aluminiumfolie vorbereitet. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, was hat Aluminiumfolie mit Ultraschallreinigungsgeräten zu tun? Das schauen wir uns mal an und da können wir so zumindest ein bisschen beurteilen, ob so ein Ultraschallreinigungsgerät funktioniert oder eben halt nicht. So, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wann und für wen ist so ein Gerät eigentlich interessant? Solche Geräte gibt es ja in super klein, also für den Haushalt, so kleine, ich habe so ein Ding früher mal gehabt, das hat eigentlich kein Schuss Pulver getaugt, das war auch relativ schnell kaputt, zum Beispiel für Brillen, ja, da kann man Wasser reinmachen, warmes Wasser, ein bisschen Spüli oder einen speziellen Reiniger und kann seine Brille da drin sauber machen. Natürlich, wenn man, ja, ich sag mal, nur Brillenträger ist und selbst überhaupt gar nichts anderes schraubt oder macht oder tut oder im Haushalt oder ansonsten in der Werkstatt, muss ja nicht immer für Fahrzeuge sein. Also wenn man nur Brillen reinigen will, dann lohnt sich im Prinzip so ein Gerät wie dieses hier nicht, so ein kleineres. Es gibt die auch noch kleiner in dieser Bauart. Das lohnt sich nicht, weil das natürlich jedes Mal ein Riesenaufwand ist. Du musst das Wasser da auffüllen, du musst das Wasser aufheizen. Zum Thema Heizen kommen wir auch gleich zu Anfang noch. Dann brauchst du eine Reinigungsflüssigkeit und hast dann eine Brille oder zwei oder vielleicht noch ein bisschen Schmuck oder so irgendwas. Das ist relativ schnell gemacht. Das kann man auf eine andere Art und Weise lösen. Meine Brillen zum Beispiel, die mache ich eben halt unter fließend lauwarmem Wasser mit ein bisschen, naja, wer hat's gedacht, Ferri Ultra sauber und dann ist gut. Aber wie gesagt, wenn man das ein oder andere macht, egal ob das in der Holzwerkstatt ist oder ob das in der Fahrzeugwerkstatt ist oder in der Hobbywerkstatt oder in der Garage, im Haushalt, egal, ja, dann kann sich so ein Gerät schon lohnen und je nachdem, welchen Umfang man macht, also wie groß die Bauteile sind, beispielsweise hier jetzt so ein Ventildeckel, der ist noch nicht so sehr groß, der passt hier noch locker rein, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal in den Bereich gehen, eine Vergaserbank von einem Vierzylindermotor, die sauber gemacht werden muss, dann wollen wir die natürlich nicht komplett zerlegen. Dann brauchen wir ein Gerät, was von der Größe her viel größer ist, ein größeres Fassungsvermögen hat und können die komplett da reinlegen und reinigen. Dann macht es Sinn. Für kleine Bauteile, wenn man mal eben, naja, ich sag mal, hier so eine Zündkerze nimmt, ja, dann reicht uns hier so eine Messingbürste und dann können wir die ein bisschen sauber machen, vielleicht ein bisschen Bremsenreiniger verwenden und das Ganze ist in Ordnung. Dafür brauchen wir kein Ultraschallreinigungsgerät. Aber wir gehen ja in diesem heutigen Video davon aus, dass ihr Interesse daran habt oder dass ihr einen Bedarf danach habt. Und genau deswegen wollen wir uns mal damit beschäftigen. Zum Thema Heizen. Dieses Gerät hat eine Heizleistung von 240 Watt. Und wenn ich hier jetzt Wasser reinmache, Leitungswasser oder normalerweise destilliertes Wasser, und das ist kalt, dann dauert es schon sehr, sehr, sehr lange mit einer Heizleistung von 250 Watt, bis dieses Wasser hier drin, inklusive Reinigungsflüssigkeit, auf, ich sag mal, 50 oder 60 Grad erhitzt ist. Ich habe die Zeit nicht und nutze deswegen bei diesen Geräten einen Wasserkocher. Ganz normal in der Werkstatt ein Wasserkocher, der ansonsten für nichts anderes mehr verwendet wird, und mache mir das Wasser vorher schon heiß und kippe es dann hier rein. Und mit der eingebauten Heizung kann ich das Wasser natürlich auf Temperatur halten und klar, mit der Zeit steigt es auch weiter an. Ich habe hier zum Beispiel das Gerät schon an und wir sind jetzt hier bei 58 Grad. Und was haben wir hier vorne drauf stehen? 59 Grad. So, also passt zumindest das mal.
Ich vermute mal, dass das bei diesem Gerät ganz genauso sein wird. Weil wir haben zwar hier eine Heizleistung von 600 Watt, also mehr als doppelt so viel, aber wir haben natürlich auch ein größeres Volumen. Kommen wir mal zu diesem Gerät. Was haben wir hier für technische Daten eigentlich? Wir haben eine Füllmenge von 22, also vom Hersteller angegebenen 22 Litern. Wir haben eine Heizleistung, wie eben schon erwähnt, von 600 Watt und eine Ultraschallleistung von 480 Watt. Und das stuft sich natürlich ab. Wenn wir so ein kleineres Gerät nehmen, hatten wir eben schon 250 Watt die Heizung und 240 Watt Leistung Ultraschallbad. Ja, also da gibt es ein bisschen Unterschied. Wir haben hier auch einen natürlichen Deckel dabei. Edelstahl. Hier mit so einer Folie drauf, die man runter machen kann. Was haben wir noch dabei? Wir haben hier eine kurze Bedienungsanleitung, wobei man sagen muss, diese Bedienung dieser Geräte ist eigentlich selbsterklärend. Gucken wir uns aber gleich auch nochmal an. Wir haben hier ein Kabel dabei, einen Kaltgerätestecker mit einem PE. Das könnte man mal prüfen, ob hier tatsächlich ein PE anliegt an dem Stecker, dass das Gehäuse auch geschützt ist. Können wir aber dann noch machen. Dann haben wir hier einen Ablaufhahn. Der ist hier auf der Seite montiert, schon fest dran. Aber hier gibt es nochmal so eine Schlauchtülle, eine Schelle und sogar Teflonband ist mitgeliefert, um das Ganze abzudichten. Und, was ich bei dem Gerät besser finde, kann man aber durchaus nachrüsten, bei diesem Gerät hatte ich hier nur einen Wasserhahn dran, einen kleinen Kugelhahn, aber kein Schlauch, gar nichts. Ich habe mir das natürlich nachgerüstet, das kann man machen, aber hier ist es schon dabei. Und dann haben wir unseren Korb hier drin. Ja, ist so ordentlich verarbeitet. Ist halt einfach nur so ein Gitterkorb und unsere Wanne. Wir gucken uns das gleich nochmal im Detail, in der Detailaufnahme an. So, was haben wir denn hier drin? So wie ich das sehe, sind hier an diesen Punkten, das kann man hier sehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich vermute mal, dass das die Punkte sind, an denen die Ultraschallgeräte, die den Schall erzeugen, befestigt sind. Die sind von unten immer fest mit der Wanne verbunden. Dann haben wir hier sogar so ein kleines Ablaufsieb drin. Das kann man rausmachen, finde ich sehr gut in dem Fall. Wir können mal darüber schauen, ob man das jetzt sieht. Ne, sieht man jetzt nicht. Also in dem anderen Gerät ist es so, dass hier im Prinzip die Schraube ist und in der Schraube sind ein paar Löcher und wenn es halt verstopft ist, muss man das halt irgendwie reinigen dann. Das hier kann man rausmachen, das ist schon mal sehr gut. Gefällt mir gut. So, dann haben wir auf der Seite den Kugelhahn zum Öffnen bzw. Ablassen der Reinigungsflüssigkeit des Wassers. Wir haben hier auf der Rückseite die technischen Informationen, ganz klar. Und wir haben hier hinten den Kaltgeräteanschluss mit dem Ein- und Ausschalter. So, bei dem Korb ist eigentlich nicht so viel zu erwähnen. Der hat hier schöne Füße. Ich weiß, dass normal die teuren Geräte, die Wannen bzw. die Körbe keinen Kontakt haben zu dem Gerät an sich, weil es nicht so gut sein soll. Aber ein teures Gerät bzw. ein richtiges Profi-Gerät kostet halt auch dementsprechend mehr. So, dann haben wir hier den Anschluss für den Wasserhahn, wir haben die Schlauchschelle, in dem Fall sogar schon mit einem Schlüssel oben drauf und wir haben ein bisschen Teflonband. Das gehört dann letztendlich hier hinten reingeschraubt, wo wir unseren Schlauch drauf machen können. Und der ist hier schon dabei. Das dürfte 1 Meter sein ungefähr, reicht aber vollkommen aus, um die Flüssigkeit letztendlich ablaufen zu lassen. So, dann schauen wir das Ganze von unten an.
Wir haben hier auch einen Lüfter drin, weil das Ding natürlich Wärme erzeugt. Und wir haben hier ausreichend groß dimensionierte Standfüße, die nicht aus Plastik sind, sondern aus Gummi. Und dann haben wir hier vorne unser Bedienelement mit dem Ein- und Ausschalter für die Heizung. Das ist hier sehr schön gemacht, glatt, schön, gefällt mir gut, gefällt mir besser wie bei meinem Gerät. Und wir haben auf der Seite dann das Ein- und Ausschalten vom Ultraschallgerät und die Einstellung für die Zeit und hier natürlich die Einstellung für die Temperatur. Also letztendlich ist das selbsterklärend, da braucht man nicht viel Wissen dazu. Ganz wichtig ist, bei allen Ultraschallgeräten, egal ob mini oder riesig, niemals ohne Wasser verwenden und immer mindestens 3/4 voll. Ja, das ist wichtig. Wenn wir mit dem nochmal hier schauen, das ist hier matt gehalten, aber hier ist es genau das Gleiche. Letztendlich, wir haben hier die Temperatureinstellung, wie viel geheizt wird. Wir können das ein- und ausschalten. Und das Gleiche gilt hier auch. Wir können hier bei diesem Gerät, schauen wir uns dann drüben auch nochmal an, 30 Minuten maximale Zeit laufen lassen. Und wenn wir das starten, dann funktioniert das so. Genau, das nur mal zur Erklärung. So, dann werde ich das mal vorbereiten hier. Unser Kabel. Da werden wir gleich mal testen. Moment. Ich weiß nicht, ob einige von euch den Kanal Proofwood kennen. Ich gucke da hin und wieder mal rein, weil ich das ganz lustig finde. Und bei dem gab es mal dieses Thema, bei diesen Kaltgerätesteckern, dass er überprüft hat, ob der Schutzleiter, der hier in der Steckdose, wenn man es in die Steckdose steckt, hat man immer diese Spangen, die dann außen auf den Schutzleiter drücken, die dafür sorgen sollen, dass das Gerät eben über den Schutzleiter abgesichert ist. Und das ist gerade natürlich bei Metallgeräten, also mit einem Metallgehäuse, besonders wichtig, wenn wir auch mit Wasser arbeiten. Und dann werden wir mal gucken, wenn wir das mal testen. Okay, das war jetzt der eine Pin. Der sollte natürlich keinen Durchgang haben. Und dann nehmen wir den mittleren Pin am Kaltgerätestecker. Das sieht er jetzt hier nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und dann gehen wir hier auf den PE und hier haben wir einen Durchgang, das heißt, er ist auch angeschlossen. Warum sage ich das? Weil ich selbst nicht gedacht habe, dass es überhaupt Kabel gibt, also genau solche Kabel, die 3 Pole eigentlich haben und einer davon der PE ist und dass es Kabel gibt, die diesen gar nicht angeschlossen haben. Der ist gar nicht vorhanden, weil das Kabel nur ein zweiadriges Kabel ist. Ist ein Hammer. Aber dort habe ich das gesehen und dann dachte ich mir, das können wir jetzt gleich mal testen. Hier ist also top. So, dann bereiten wir das mal vor. Das war so ein kleiner Exkurs in die Elektrotechnik. Proofwood war übrigens der Kanal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt genau. Manfred oder Harald, ist egal, ihr könnt selber gucken. Bei YouTube Proofwood eingeben. Ganz cool gemacht, cooler Typ. Ist keine Werbung. Ich gucke das selber an, also ist interessant. So, wir haben Strom angeschlossen und jetzt werde ich mal, das gucken wir uns aber nicht an, sonst wird das Ganze zu lang, das Ding mit Wasser befüllen und mal schauen, wie viel Liter da tatsächlich reingehen. Ich habe jetzt ein paar Sachen vorbereitet, also ich habe natürlich Wasser drin, ne? Wasser, und ich habe den Hahn angeschlossen, also der Hahn ist dicht, wunderbar. Ich habe das hier vorne mit dem Schlauch gemacht, das funktioniert einwandfrei. So, und dann gucken wir uns mal an, was uns hier das Display sagt. Eingeschaltet habe ich es schon. Ich habe jetzt Wasser genommen, normales Leitungswasser, und habe jetzt hier, als ich es reingefüllt hatte, 40 Grad und habe dann eingeschaltet auf Heizen. Da sind wir jetzt etwa nach 5 bis 6 Minuten bei 44 Grad. So, da habe ich noch gar nichts gemacht, aber hier können wir jetzt, sehen wir das nochmal, die Zeit verstellen. Und auch hier haben wir 30 Minuten maximal. Genau, machen das mal auf 5 Minuten für gleich und da können wir den hier ein- und ausschalten. So, jetzt schauen wir mal oben rein. So, und dann sehen wir schon, hier in der Mitte diese ganzen Bläschen, und da würde ich sagen, das Heizelement sitzt hier mittig drunter.
Das geht schon ganz ordentlich los. Anders als bei diesem kleinen Gerät. Da dauert es etwas länger, bis diese Blasen da entstehen. Zur Füllmenge von diesem Gerät. Ich habe 3 5 Liter Gießkannen. Die sind natürlich nicht geeicht, aber es geht hier auch nicht um geeichtes Maß. 3 5 Liter Gießkannen hier reingepackt. Sind wir bei 15 Liter. Und dann habe ich nochmal 2 Liter gekochtes Wasser, also im Wasserkocher vorgekochtes Wasser hier reingefüllt. Und wir haben gesehen, hier oben gibt es eine Kante im Blech. Da sind wir bei 17 Liter. Und ich würde jetzt mal sagen, so ganz grob, ich habe es nicht getestet, weil es auch unsinnig ist, bis zur Oberkante gefüllt können wir so an die 22 Liter hinkommen. Es macht nur keinen Sinn, das ganze Ding ganz voll zu machen. Weil, wenn wir in unseren Korb hier einen Zylinderkopf reinpacken, einen Ventildeckel reinpacken und noch alles Mögliche und dann den ganzen Korb hier reinlassen, steigt natürlich durch die Wasserverdrängung der Wasserpegel an und es würde der ganze Kram da überlaufen. 15 bis 17 Liter ist absolut ausreichend. Und dann ist auch die Füllhöhe okay für die Bauteile. Und im Zweifelsfall kann man natürlich immer noch, wenn man merkt, okay, die Sachen sind nicht alle unter Wasser, noch ein bisschen nachkippen. Ist ja kein Problem. Wir werden jetzt mal gucken, wie schnell das Ganze geht. Das lassen wir nebenbei laufen. In der Zwischenzeit sage ich so ein bisschen was zu den Reinigern. Ich mache hier mal den Deckel drauf. Ich habe ja anfangs schon gesagt, ich habe verschiedene Reiniger. Ich habe hier unser Ferri Ultra. Das ist jetzt erstmal ein bisschen außen vor. Ich habe hier Essig und habe hier Zitronensäure, also beides auf Säurebasis. Und da ist es so, dass man beispielsweise verrostete Teile, und da habe ich mir das einzige genommen, was ich hatte. Ich habe hier so einen Bohrständer, dessen Grundplatte aus Stahl ist und die war draußen gestanden und ist total verrostet, aber wir später mal gucken, ob wir in einem kleinen Gerät das mit Essig bzw. Zitronensäure den Rost entfernen können. Und da ist es dann schon so, es gibt für jeden irgendwie so ein eigenes Reinigungsmittel. Es gibt für Brillen und Schmuckreiniger. Wahrscheinlich gibt es auch was für Gold und für Silber. Das mag dann bestimmt auch seine Berechtigung haben. Und es gibt für Aluminium, es gibt für Stahl, es gibt für alles Mögliche gibt es Reiniger. Es gibt aber eben halt auch universelle Reiniger. Und ich will nicht behaupten, dass so ein günstiger, universeller, alkalischer Reiniger für alle Bauteile in Ordnung ist. Es mag wohl sein, dass so ein Reiniger immer die Teile auch sauber macht, alleine schon bedingt durch das Ultraschall. Aber es kann natürlich sein, da hat mir zum Beispiel der Ralf, viele Grüße an der Stelle, mal erzählt, dass er einen Reiniger genommen hat und hat Vergaserteile gereinigt und diese Vergaserteile sind dann eben dunkel angelaufen gewesen danach. Die waren sauber, tipptopp, alles in Ordnung, aber das Aluminium außen war schwarz. Da hat sich der Reiniger mit dem Material nicht so gut vertragen. Ich habe hier mit diesem Universalreiniger sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe diesen Reiniger auch zum Beispiel bei dem Düsenreinigungsgerät in diesem ganz kleinen Ultraschallbad verwendet. Auch da beste Ergebnisse. Bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Ich kann euch das unten verlinken. Wir werden jetzt in dem Test das große Ultraschallbad mit dem HD-Reiniger, also mit dem Universalreiniger verwenden. Und hier werde ich dann, werden wir mal sehen, Zitronensäure reinmachen und ein verrostetes Teil einlegen. Nochmal ganz kurz zu dem Thema, wenn man nur so kleine Bauteile hat und es sich nicht lohnt, sage ich mal, jetzt so ein Ultraschallbad anzuschmeißen, wobei es die, wie gesagt, ja auch in ganz unterschiedlichen Größen gibt. Man kann natürlich auch diese kleinen Bauteile, ich mache das ja auch nicht anders, wenn ich mal irgendwas abgebaut habe und muss das sauber machen, dann nehme ich meine Messingbürste her, ein bisschen Bremsenreiniger und spüle das ab und dann ist gut, mit dem Lappen ein bisschen sauber gemacht, im Zweifelsfall noch so ein bisschen von dem Reinigungsmittel WD-40 dazu und dann ist das schon okay. Der Nachteil ist natürlich immer, und deshalb ja auch ein Ultraschallreiniger, wenn wir so eine Platte zum Beispiel haben, wie hier von so einer Kraftstoffpumpe, ist das kein Problem. Also die kriegen wir mit so einer Bürste außen, kriegen wir die sauber, ist kein Problem. Was vielleicht passieren kann, dass wir an den Dichtflächen so ein bisschen Kratzer hinterlassen, kann sein. Aber wenn wir Bauteile haben, in denen beispielsweise Kanäle sind, Ölkanäle oder Kühlmittelkanäle, oder eben halt hier bei Vergasereinheiten, Kraftstoffkanäle und so weiter und so fort, Düsen, diese ganzen kleinen, mini-feinen Bauteile, da ist es eben so, da kommen wir mit so einer Bürste, natürlich gibt es ganz feine Bürsten, mit denen man da auch arbeiten kann, das stimmt schon, mit einer Bürste und mit einem Bremsenreiniger nicht hin.
Zumal es auch so sein kann, wenn wir hier an so einem Vergaser mit Druck arbeiten, gleich ob der jetzt aus so einer Dose Bremsenreiniger kommt oder ob der hier von so einer Druckluftpistole kommt, da kann es sein, dass wir eben Dreck, der sich löst, noch tiefer in diese Kanäle hineinpumpen und wir sie noch schwerer herausbekommen. Das heißt, gerade bei Vergasern ist es eigentlich so, im Ultraschallbad reinigen, dann löst sich der Dreck auch in den kleinsten Ritzen und Fugen und Kanälen und das Ganze später eben halt ausspülen. Nicht mit Druck arbeiten, sondern ausspülen unter fließendem Wasser, je nachdem auch was für ein Vergaser das natürlich ist. So. Und so haben wir natürlich die unterschiedlichsten Reinigungsmittel, die ich jetzt natürlich nicht da habe, weil, naja, ich die halt einfach auch nicht brauche. Aber wenn ich einen speziellen Reiniger brauche, dann kann ich mir den kaufen und kann ihn testen. Und dann ist das erstmal soweit okay. Das dazu. Wir werden jetzt als allererstes mal testen, was kann dieses Gerät überhaupt. Und da kommen wir zu unserer Aluminiumfolie, die wir hier, machen wir gleich. Wie viel Temperatur haben wir denn da jetzt? 48 Grad, die wir gleich hier reinlegen. Ich packe hier mal den Korb rein. So. Also wenn man das Gerät weiter hoch befüllt mit Wasser, hat man natürlich auch das Problem, dass man nicht mehr an die Griffe kommt. Und wenn es dann irgendwo bei 70 Grad ist oder so, dann verbrennen wir uns die Finger. Kann man auch Abhilfe schaffen. Also, wir schauen uns das mal kurz an. Ganz normales Stückchen Aluminiumfolie. Die legen wir da rein. Ich habe hier noch 2 Stück. Packen wir da rein. Drücken wir ein bisschen unter Wasser. Könnten wir jetzt noch einen Tropfen Spüli reinmachen, um die Oberflächenspannung wegzunehmen. Und dann schalten wir das Teil mal ein. Dann sehen wir, was mit dieser Aluminiumfolie passiert. Was wollte ich noch sagen kurz? Ja, das machen wir später. Jetzt gucken wir uns das erstmal an. Was leistet eigentlich dieses Gerät? Das wird relativ laut, deshalb schalte ich das ein und wir sehen uns dann, wenn die ersten 5 Minuten rum sind. Dieses Teil ist für mein Erstaunen relativ leise. Also man hört es jetzt natürlich, dass dieses typische Ultraschallgeräusch, aber das ist relativ leise. Warum das so ist, weiß ich nicht. Also keine Ahnung, diese Geräte, wie die funktionieren, das weiß ich nicht. Interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Aber wenn ich mal jetzt im Vergleich zum Beispiel den hier einschalte, der ist schon extremer von der Lautstärke her, etwas extremer. Ich lasse das jetzt mal 5 Minuten laufen und dann sehen wir uns gleich wieder und schauen da mal rein. So, jetzt haben wir die letzten 17 Sekunden. Dann sind 5 Minuten rum. Die Temperatur ist mittlerweile auf 59 Grad angestiegen. Wo haben wir meine Pinzette? So, ich komme hier vor wie im Lava-Kochstudio. So, jetzt holen wir mal das raus, was da drin ist. Das zeige ich euch in der Nahaufnahme. Das ist das, was mit der Alufolie passiert. Und ihr sollt jetzt natürlich keine Alufolie sauber machen oder zerkleinern. Das ist nur als Test, ob das auch funktioniert. Was macht dieses? Also im Prinzip kann man sagen, diese Alufolie ist so dünn, also hauchdünn, dass, wie soll ich das erklären? Diese Ultraschallwellen sind in der Lage, eben halt Schmutzpartikel von Bauteilen zu entfernen, die auch sehr dünn obendrauf sind in der Regel. Und so ist es bei der Alufolie auch. Und letztendlich zerschlägt im Prinzip das Ultraschallbad diese Alufolie in seine Bestandteile. Das löst sich natürlich nicht auf, das liegt dann alles da unten drin. Und dann sieht man also hier schon, dass das der Rest ist, der da über ist. So, bei dem kleinen Gerät als Vergleich habe ich das auch gemacht. Da habe ich nur ein Stück rein. Und da sieht es dann so aus, bei der niedrigeren Zahl, also Leistung, habe ich dafür 10 Minuten gebraucht, bei dem kleinen Gerät. Bei dem großen war das schon in 5 Minuten so. Das ist eigentlich nur der Test, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und in dem Fall ist es so, eigentlich erwartungsgemäß, dass das gut funktioniert. Als Beispiel habe ich das gleiche damals gemacht mit diesem kleinen
ich weiß nicht mehr von was für einem Hersteller das war, da so ein ganz kleines für Brillen und Schmuck sauber zu machen. Da hatte ich auch ein kleines Stück Aluminiumfolie reingelegt und irgendwie so auf 10 Minuten laufen lassen. Und nach 10 Minuten hat man zwar gemerkt, dass diese Alufolie ein bisschen sich verändert hat, also die war nicht mehr so schön stabil wie jetzt so ein neues Stück Alufolie, aber es war nicht mal ansatzweise irgendwie so ein Loch drin oder der Rand so ein bisschen abgefranst, also war uninteressant. Das funktioniert schon mal und jetzt gehen wir hier über, ich lasse das Wasser auch drin, ganz klar. Wir haben jetzt hier fast 60 Grad, das was eingestellt war und mache meinen Reiniger da rein. Bei dem Reiniger ist es so, werde ich auf die Konzentration oder auf das Mischungsverhältnis nicht eingehen, weil da sind die unterschiedlichen Reiniger eben halt unterschiedlich. Es steht auf jedem dieser Reiniger drauf, wie viel Wasser, wie viel Reiniger reinkommt. Man kann das dann auch ein bisschen mehr dosieren. Man muss natürlich aber dann auch aufpassen, wenn man bestimmte Teile mit vielleicht zu viel Reiniger, je nachdem was es für ein Reiniger ist, behandelt, kann es auch einen negativen Effekt haben. Also ich würde mich bei diesen Reinigern immer erstmal an das halten, was auf der Verpackung draufsteht. Ich gebe jetzt hier meinen alkalischen Reiniger hinein, in das, dann inklusive die Bauteile und in das kleine Gerät, einfach um das nebenbei nochmal zu testen, ob das Entrosten mit Zitronensäure, die ich jetzt in dem Fall verwende, funktioniert, werde ich das hier zeitgleich machen. Und das Ganze werde ich dann eine halbe Stunde lang laufen lassen und danach schauen wir uns die Sache mal an, wie gut die letztendlich gereinigt sind. Die halbe Stunde schauen wir uns natürlich nicht an, ist ganz klar. Da habe ich auch keine Lust hier zu sein, weil mir das dann tatsächlich zu laut ist. Und zum Schluss kommen wir dann zu einem Fazit zu diesem Gerät. Das sind alles nur Teile, die ja schon weiterverwendet werden, klar, aber jetzt nicht aktuell wichtig sind. Das ist jetzt einfach nur für einen Test. Hier haben wir noch eine Dichtung drin, die lassen wir einfach drin. Packen wir daneben hin. Also das Vergaser, Schwimmerkammer, Zylinderkopf und verschiedene andere Bauteile. Den Vergaser, der ist nicht zerlegt, den packe ich nicht rein. Hier packen wir noch 3 Zündkerzen rein, die verdreckt sind. Schauen wir uns dann später an. Und den Deckel von der Kraftstoffpumpe. Und dann lassen wir das alles so. Schauen wir mal, dass uns der ganze Kram nicht überläuft. Das könnte nämlich durchaus passieren. Heiß. Machen wir einen Deckel drauf, dass die Wärme schön da drin bleibt. Und hier drüben können wir keinen Deckel drauf machen, weil das Bauteil zu groß ist. Das packen wir jetzt mal hier rein. So. Und dann nochmal als Hinweis, hier haben wir Zitronensäure drin mit Wasser und hier haben wir einen HD-Reiniger drin, einen alkalischen Reiniger. Und da werden wir jetzt mal hier einstellen 30 Minuten bei 57 Grad. Hinter mir kocht es schon oder zumindest annähernd. Und hier werden wir ebenfalls 30 Minuten einstellen. So, 30 Minuten hier und dann starten wir das Ganze und schauen uns das in einer halben Stunde mal an, wie das ganze Zeug aussieht. Willkommen zurück bei Motorrad Dr. Koch Studio. Wir haben noch ein paar Sekunden und dann ist die halbe Stunde da schon rum und hier ist es in 4 Sekunden zu Ende. Gott sei Dank. Was ich zwischendrin, also wir haben jetzt eine halbe Stunde gemacht, was ich zwischendrin gemacht habe, ich habe noch mal 2 Aluminiumteile, also diese Aluminiumfolienstücke in beide Geräte reingelegt, um zu schauen, welches der beiden Geräte in der Lage ist, trotz der Füllung mit diesem Bohrständer und mit den ganzen Teilen da drin, noch in der Lage ist, diese Folie auch noch zu zersetzen oder zu beschädigen, wie wir das am Anfang gesehen haben. So, und da werden wir jetzt mal reinschauen. Gucken wir als allererstes mal hier rein und dazu nehmen wir mal die Kamera genau hier drauf, dass wir das im Detail sehen. So, fangen wir mit dem kleinsten Bauteil an. Also die Sachen müssen natürlich gewaschen werden noch, mit klarem Wasser abgewaschen werden, ganz klar. Da sehen wir also schon, kann man das anfassen? Ja, kann man. So, ne?
Ist also innen drin war das verschmockt alles. Äußerlich war es einigermaßen sauber, aber dunkler und innen drin alles schön sauber. Was haben wir noch? Die Alufolie. Das ist die Alufolie jetzt aus dem 22 Liter Gerät, aus dem Vevor Gerät. Das heißt, trotz der Füllung mit den ganzen Teilen hat dieses Gerät es doch noch geschafft, die Alufolie auch zu zerbröseln. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier unsere Schraubverbindung. Das war auch teilweise mit Rost hier zwischendrin. Gut, die waren aufeinander gelegen. Da muss man darauf achten, dass die Teile wirklich alle einzeln liegen. Also hier zwischendrin haben wir dann noch ein bisschen Dreck, ganz klar. Aber äußerlich sind die Teile sauber. Sowohl die Schraube, die Mutter. Also kann man sich das hier nochmal so im Detail angucken. Davon hatte ich 2. Hier hat sich sogar auch der Lack teilweise eben halt gelöst. Also das ist das, was bei der Alufolie eben halt passiert. Ne? Diese dünne Schicht, die hier drauf ist, die löst sich dann eben halt auch ab. Und ja, da wo natürlich Schrauben drauf sind, da unten drunter passiert nicht so sehr viel. Da kann man noch ein bisschen nachreinigen, aber auch hier die Mutter ist tippitoppi sauber. Dann haben wir den Deckel von der Kraftstoffpumpe. Der ist auch sauber. Innen war der gar nicht so dreckig. Unsere Zündkerzen, wobei ich jetzt Zündkerzen, die im Betrieb von einem Fahrzeug sind, jetzt auch nicht unbedingt mit dem Ultraschallreiniger sauber machen würde. Aber das sind gebrauchte Zündkerzen und die sehen schon ganz ordentlich aus, fast wie neu. Wobei natürlich auch der dementsprechende Reiniger seinen Teil dazu beiträgt, ne? Das ist klar. So, dann haben wir hier diese Drosselklappe. Die hat hier noch Dichtreste drauf gehabt, die hat es auch gelöst. Das sind so Reste von Dichtungen, aber auch hier ist es schon, bis auf das ist so silikonartig hier. Das hat sich aber auch alles abgelöst. Ansonsten war das auch relativ verschmockt. Klebereste ist natürlich klar, die werden nicht so leicht abgelöst, aber Verschmutzungen schon. Also dieses Teil ist schon sehr sauber geworden, da innen drin auch einwandfrei. So, dann kommen wir zu den großen Bauteilen, die da drin waren. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt nicht gespült. Und da haben wir hier noch, aber das sitzt auch fest, kriegen wir das das können wir noch wegmachen, genau. Also das war im Gesamten schon relativ schmutzig, das Teil. Auch hier innen in den Gewinden. Und die Innenseite ist natürlich auch dementsprechend sauber. Da haben wir noch ein bisschen Schmutz drin, aber nichts, was lose ist letztendlich. Also das könnte man jetzt noch mechanisch so ein bisschen entfernen. Ansonsten ist das Teil eigentlich sehr gut sauber geworden. Ja, also das passt eigentlich sehr gut hier. Gefällt mir gut. Vor allen Dingen die Gewinde innen drin, die waren ein bisschen verschmockt hier. Ja, gut, die Motorgehäuseentlüftung hier ist normalerweise so ein Metallzeug drin, so eine Wolle, so eine Metallwolle. Das ist natürlich alles verölt da innen drin. Und wenn man da reingeht, kriegt man da bestimmt noch was runter. Wobei ich auch sagen muss, das ist jetzt eine halbe Stunde gewesen. Wenn wir nur das Teil hier reinsetzen, kriegen wir das vielleicht mit einer weiteren halben Stunde auch nochmal hier diese Ecken sauber. Ja, so. Das ist das. So, und dann haben wir noch den alten Zylinderkopf. Der ist natürlich lackiert gewesen. Das war hier drin alles ziemlich dreckig. Und hier hat sich eben halt auch schon die Farbe, das sieht man, das geht sogar weiter, hat sich die Farbe dann im Ultraschallbad abgelöst. Aber soweit alles sauber. Auch das Gewinde innen drin, tippitoppi. Diese Ablatzungen hier, diese Kanten, die waren vorher nicht so extrem. Also überall da, wo das Angriffsmöglichkeiten hat, wo schon lose Teile sind, überall da geht es natürlich weiter.
So, ja, aber es ist ja auch kein Entlackungsgerät, da müsste man jetzt ein Sandstrahlgerät haben, um das zu strahlen. Ist klar, es ist ein Reinigungsgerät und das hat es hier letztendlich zuverlässig gemacht, sodass man das Teil wieder benutzen kann. Also da ist nichts dran, was jetzt hier dreckige Hände macht. Das ist alles sauber. Da hatten wir also 2 Zündkerzen. Die habe ich noch reingetan. Das sind 2 Zündkerzen, die auch gebraucht waren und die waren hier im oberen Bereich, waren die verrostet. Eine davon war stärker verrostet, aber wenn man sich jetzt die hier beide anschaut, dann sieht man, dass da nichts mehr ist von Rost. Der Rost wurde entfernt und passt. Und jetzt kommen wir zu dem Bohrständer. Ja, vielleicht noch vorher die Alufolie. Das ist die Alufolie, die ich jetzt aus dem kleinen Gerät geholt habe. Ja, da merkt man, also hier hat man so ein bisschen ein Loch und hier auch, also an der Stelle. Das kleine Gerät hat es nicht mehr geschafft, trotz der Füllung im Vergleich zu dem großen Gerät von Vevor die Alufolie noch kaputt zu machen. Kommen wir dazu. Ihr habt das Teil vorher gesehen. Das war wirklich, also wirklich 2 Monate war das draußen gestanden, in der Feuchtigkeit, im Regen und hat gerostet. Hier in der Mitte ist noch ein bisschen Rost vorhanden, da in den Senken. Das würde man vielleicht noch mal mit 15 Minuten gut rausbekommen. Man kann da durchaus noch mal mit einer Stahlbürste drüber gehen und kann das sauber machen. Und dann sieht man, sagen wir mal, die Oberfläche ist sauber. Kommen wir zum Fazit. Das war ja kein Vergleichstest zwischen diesem Vevor-Gerät und diesem Gerät. Absolut nicht. Ich habe dieses Gerät schon gehabt und einfach mal so nebenbei noch in dem Video zu testen, wie funktioniert es mit dem Rost und so weiter und so fort, die unterschiedlichen Leistungsklassen zu sehen, habe ich das eben hier nochmal gemacht. Wie gesagt, das habe ich schon relativ lange im Einsatz und das hat mir auch immer gute Dienste erwiesen. Allerdings muss ich auch sagen, natürlich ist das viel größer, man hat viel mehr Möglichkeiten bei diesem großen Gerät, das ist ganz klar. Aber es gibt so ein paar Punkte, die mir sehr gut gefallen im Vergleich zu diesem Gerät. Das ist einmal die Lautstärke. Das mag sein, dass dieses Teil etwas leiser ist, weil es mehr Fassungsvermögen hat, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist definitiv nicht so unangenehm vom Geräusch her wie jetzt dieses beispielsweise oder andere Geräte. Ich kann es jetzt halt nur in dem Vergleich hier sehen. Das hat mir sehr gut gefallen. Was mir weiterhin gut gefallen hat an diesem Gerät ist, dass die Temperatur sehr schnell ansteigt und auch sehr gut gehalten wird. Und gemessen mit dem Thermometer, wie ich das hier auch gemacht habe, stimmt auch die Anzeige vorne am Display. Das heißt 70 Grad sind 70 Grad. Und es hat also deutlich schneller aufgeheizt. Also 10 Grad mehr war innerhalb von ein paar Minuten erreicht. Bedingt natürlich auch durch die stärkere Leistung. 600 Watt Heizleistung ist natürlich um einiges mehr. Ich finde die Verarbeitung, aber da braucht man eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Das ist sauber und ordentlich verarbeitet. Es gibt hier keine scharfen Kanten. Der Korb ist ordentlich verarbeitet, der Korb ist stabil, der hat eine ordentliche Verstrebung unten drunter. Es sind richtige kleine Füßchen unten drunter im Vergleich zu diesem Gerät. Da sind eben nur so kleine Schläuche drüber, die verrutschen können. Naja, das ist hier schon etwas besser gelöst. Deckel und so Sachen, naja, das ist eben halt Ultraschallreinigungsgerät mit einem Deckel, ist ganz klar. Aber es ist alles im Prinzip optimal. Also mich ärgert es ein bisschen, dass ich das gekauft habe. Ich hätte mir gleich ein großes kaufen können, weil man einfach viel, viel flexibler letztendlich ist. Nichtsdestotrotz starten diese Geräte bei Vevor mit 1,3 Liter, also das heißt Fassungsvermögen 1,3 Liter für beispielsweise Schmuck oder Brillen, je nachdem, also für den normalen Heimgebrauch. Funktion ist bei allen Geräten da die gleiche. Gleiches Bedienfeld, alles dasselbe. Was noch ein Vorteil ist, was man natürlich aber auch selber lösen kann, ist, dass der Schlauch, der Ablaufschlauch schon dabei ist, dass man das einfach besser entleeren kann. Bei anderen Geräten, wie zum Beispiel bei dem, war das nicht dabei, kann man sich natürlich aber auch selbst machen, ganz klar. Wer aber nicht basteln will, ist bei diesem Teil hier, da ist alles dabei, man kann direkt starten, Wasser rein und gut ist. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr so viel dazu zu sagen.
Wie gesagt, ich habe dieses Gerät von der Firma Webor zum Test zur Verfügung gestellt bekommen. An dieser Stelle dahin nochmal danke und ich wollte das Video eigentlich schon Mitte April rausbringen, hat aber nicht geklappt, weil einfach so viel Arbeit ist, so viel zu tun ist. Aber jetzt haben wir es ja. Den Link zu diesem Gerät findet ihr unten in der Videobeschreibung und dabei ist auch, glaube ich zumindest, ein Promocode mit 5% Rabatt. Dieses Gerät kostet 205 € etwa ungefähr jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, könnt ihr über den Link unten, ebenfalls ein Affiliate-Link ist, wenn ihr wollt, bestellen. Ich werde jetzt noch ein paar Werkzeuge reinigen und noch ein paar Bauteile reinigen, damit das hier nicht verschwendet wird letztendlich, auch wenn es schon ganz schön dreckig ist, das Ganze. Und ihr, naja, ihr könnt euch Gedanken machen, wie ihr so eure Sachen sauber macht und ob sowas für euch in Frage kommt. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen. Ja, und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Ich freue mich drauf. Bleibt dran. Bis dann. Ciao, ciao.